Moin Leute und herzlich willkommen in einer neuen Folge. Wir haben heute den 7. Februar 2023 und wir sind fast schon mal ein bisschen bereit. Wir haben uns schon ein bisschen warm gemacht hier. Wir haben heute Morgen, Detlef hat das gute Gespann schon mal fertig gemacht und wir haben was ganz Spannendes jetzt eigentlich dieses Jahr vor. Wir haben dieses Jahr das ganze Jahr den Isaria-Sensor im Einsatz. Da sind die Jungs heute da, einmal der Bernhard und einmal der Matthias und die werden heute das Ganze einmal einrichten. Die ganzen Sachen hier einmal anbauen. Und dann wollen wir eigentlich los. Wir haben uns heute auch ein bisschen Zeit genommen. Das Wetter sieht ganz gut aus. Wir haben keine Schneebedeckung. Wir wollen los und eigentlich noch den Raps scannen. Macht man normalerweise im Herbst. Wir haben aber jetzt erst im Frühjahr zueinander gefunden. Deswegen gucken wir uns das jetzt im Frühjahr mal an und gucken hinter uns die Datenlage mal an. Wie sieht das Ganze aus und wie interpretieren wir das Ganze? Und dann erzähle ich euch auch ein bisschen mehr über den Herbstscan, warum man das macht, warum man das im Raps macht. Ich habe ja letztes Jahr das schon mal mit händisch gemacht. Also die Biomasseanalyse per Hand habe ich einmal euch schon ein Video dazu gemacht. Und genau. Ich würde sagen, die Jungs bauen das jetzt erstmal auf und dann sehen wir nachher den Rest von außen, kriegen noch näher eine kleine Erklärung, gucken uns das Ganze aus der Kabine an und dann bis nachher gleich. So, wir sind jetzt hier auf der Fläche. Wir haben ja schon ein bisschen angefangen. Ich bin schon ein bisschen hier gefahren, habe mir das alles erstmal angeguckt. Hier haben wir den Raps, den habe ich letztens gerade in der AKF gezeigt. Der Punkt ist, normalerweise macht man diese Scannung im Herbst, weil man will halt die komplette Biomasse entwickelt haben. Also beziehungsweise die muss komplett da sein. Jetzt haben wir ja den Punkt, durch den Frost ist es jetzt so, dass einige Blätter hier am Boden liegen und auch so ein bisschen heller sind. Das macht es für den Sensor halt ein bisschen schwierig, ne? Die Pflanze ist natürlich gut entwickelt, sind kräftige Pflanzen hier. Aber für den Sensor macht es das jetzt schwierig, um genau festzustellen, wie groß ist denn nun die Rapspflanze, wie gut ist sie denn versorgt. Im Prinzip macht er das so, was ich euch auch letztes Jahr in dem Video gezeigt habe. Also er bestimmt im Prinzip im Groben die Biomasse und daran kann man die Rückschlüsse ziehen, wie viel Stickstoff hat er schon aufgenommen. Und dann können wir halt das Delta berechnen, wie viel ist halt noch notwendig für den Ertrag, den wir uns hier wünschen oder beziehungsweise den wir uns hier vorstellen. Das Ganze geht nachher noch ein bisschen weiter. Wir können da hinten auch die Ertragspotenzialkarte hinterlegen. Das heißt, wir können halt auch sagen, in der Zone wollen wir 2 Tonnen ernten, in der 5 Tonnen und können halt dieses Delta individuell berechnen. Das werde ich euch die nächsten Tage zeigen. An sich sieht er sehr homogen aus. Wir sind da jetzt ein bisschen losgefahren. Kann ich euch auch gleich noch mal in der Kabine zeigen. Wir wissen noch nicht genau, wie die Karte am Endeffekt aussieht, wie gut wir sie interpretieren können, weil wir ja die Problematik haben, weil wir quasi ein bisschen zu spät sind. Aber wir haben halt erst im Frühjahr miteinander gefunden. Ganz witzige Geschichte, wie wir zu Isaria gekommen sind. Ich hatte letztes Jahr mit Jan im April, glaube ich war es, diese nette Challenge auf Twitch. Wir haben Geld für einen guten Zweck gesammelt. Ich glaube 5.000 Euro waren zusammengekommen. Und wir haben als echte Landwirte, ich und Jan und ich, gegen 2 LS-Landwirtschaftssimulator-Landwirte angetreten. Und wir haben haushoch gewonnen, muss man sagen, weil wir haben einfach nur akkuraten Ackerbau gemacht und die anderen haben sich da so ein bisschen, ja, eine ganz eigene Taktik gehabt. Aber der ganz akkurate Ackerbau hat dann auch gewonnen und das zeigt auch letztendlich, wie gut der Landwirtschaftssimulator eigentlich auch funktioniert, wenn der richtige Ackerbau da gewinnt. Und so sind wir dann zusammengekommen und haben gesagt, so einen Sensor, den müsst ihr uns mal in echt angucken, wie im Landwirtschaftssimulator. Gut, dann überlasse ich dir mal ein paar Worte. Erzähl uns mal, was hast du uns hier mitgebracht? Was können wir so ein bisschen erwarten dieses Jahr? Einfach, ja, kurz und einfach. Okay. Hallo, mein Name ist Bernhard. Ich bin Leiter des Bereichs Isaria bei der Firma Fritz Umwelttechnik. Ja, was haben wir mitgebracht? Den Isaria Proactive, den wir hier jetzt an der Front des Schleppers eben montiert haben, auf einer Anbaukonsole. Der Isaria Proactive ist ein Sensorsystem zur teilflächenspezifischen Bestandesführung.
Also ich lege auch Wert darauf, nicht nur zur Stickstoffdüngung, sondern eben auch für andere Anwendungen, beispielsweise Wachstumsregulator-Applikationen in Getreide oder auch verschiedenste Behandlungen in Kartoffeln etc. Oder auch, sehr wichtiger Punkt, einfach nur Daten sammeln von seinen Flächen, vom Pflanzenbestand und dann dementsprechend eben sich die Daten anschauen und darauf auf Basis dieser Daten letztendlich auch Entscheidungen zu treffen. Ja, Isaria Proactive ist einer unserer beiden Sensoren. Wir haben zwei Sensorsysteme im Produktportfolio. Das ist sozusagen der große, ein aktives Messsystem, das vorne an der Fronthydraulik eben angebracht wird. Zwei Messköpfe, einer auf der linken, einer auf der rechten Seite, die den Pflanzenbestand messen. Aktives Messsystem heißt, die haben eine eigene Lichtquelle. Diese Messköpfe senden Licht sozusagen in definierten Wellenlängen auf den Pflanzenbestand runter. Wir verwenden hier LEDs mit 4 verschiedenen Wellenlängen. Das Licht trifft auf den Pflanzenbestand, wird vom Pflanzenbestand sozusagen reflektiert und dann wird dieses reflektierte Licht wieder aufgenommen von den Messköpfen und dann zu verschiedenen Messwerten, Vegetationsindizes verrechnet, die eben sehr enge Zusammenhänge zur Stickstoffaufnahme oder zur Biomasseaufwuchs, zur Biomassemenge letztendlich des Pflanzenbestandes haben. Dann sind verschiedenste Düngealgorithmen hinterlegt. Das geht von ganz einfach, von einem einfachen Kalibriermodus, wo man selbst eben festlegt, wie viel Düngermenge oder auch Wachstumsregulator, Applikationsmenge beispielsweise man ausbringen möchte und der Sensor dann letztendlich nur anhand einer vorgegebenen Regelkurve, die man auch anpassen kann, rauf oder runter regelt. Und es geht dann aber weiter, je nachdem, was der Landwirt auch machen möchte oder was er vielleicht auch schon für Vorerfahrungen hat, bis zu unseren Expertensystemen. Die haben wir in verschiedenen Kulturarten, beispielsweise in Winterweizen, Wintergerste und Winterraps. Und da ist es dann schon so, dass man eigentlich nur noch ein paar Parameter vorgibt, beispielsweise Entwicklungsstadien, aktuelles Entwicklungsstadium etc. oder eben auch Ertragspotenzialkarten hinterlegt und der Sensor dann im Endeffekt über diesen Algorithmus selbst festlegt, wie viel Stickstoff der Pflanzenbestand braucht und wie viel er düngen sollte. Gut. Und dann gucken wir uns, denke ich mal, das Ganze nochmal aus der Kabine an. Und wir haben ja das ganze Jahr, um uns das im Prinzip anzusehen. Wir enden das Jahr auch dieses Jahr mit dem Rapscan. Also wir beginnen das dieses Jahr und wir enden dann auch mit dem Rapscan. Dann würde ich sagen, fahre ich mal noch ein paar Runden und dann gucken wir uns das an. Und im Anschluss können wir uns direkt schon die Karte dann einmal angucken und dann gucken wir uns in den nächsten Folgen auch an, wie wir das Ganze interpretieren werden. So, also im Prinzip fahre ich jetzt einmal diese Fläche hier ab. Ihr seht, der Sensor ist jetzt ausgeklappt und der zeichnet jetzt da auch die Werte aus. Im Prinzip sind das zwei Indikatoren, aber die haben im Prinzip keine Aussagekraft jetzt über einen Stickstoffwert. Also ein Stickstoffwert schon ja, aber zum Beispiel die 18,6 bedeutet jetzt nicht, dass der Bestand 18,6 Kilo N aufgenommen hat oder verbraucht hat oder noch braucht. Und auch die Biomasse sind halt im Prinzip Messzahlen. Am Ende bekommen wir am Rechner erst eine richtige Auswertung und diese Karten kann man dann interpretieren. Im Herbst würde das Ganze funktionieren. Klar, wir fahren ja pflanzenschutztechnisch sowieso ein paar Mal im Herbst rüber beim Raps oder wir würden das halt im November machen, so kurz vorm Frost. Dann würde man halt rüberfahren. Man hat dann halt die Karte und würde das Ganze im Frühjahr halt oder bis zum Frühjahr halt auswerten und den Düngebedarf errechnen. Man weiß halt ganz genau, wie viel Stickstoff hat dieser Bestand jetzt schon aufgenommen und wie viel fehlt ihm dann noch. Der ermittelt natürlich nicht nur die Biomasse, sondern auch anhand des Chlorophyllgehalts kann er auch so ein bisschen die Stickstoffversorgung bewerten. Das ist im Prinzip hier oben der Wert. Je höher, umso besser sind die Pflanzen versorgt. Und unten ist der Biomassewert, seht ihr ja selber. Hier ist gerade bei 3 zum Beispiel, hier ist er ein bisschen dünner. Und da wird der Bestand nachher ein bisschen besser. Dann geht er natürlich auch nachher ein bisschen höher noch. Ging schon mal bis 2 runter. Ja, im Prinzip ist es erstmal nur eine Datenerfassung. Also wie gesagt, wir würden das normalerweise im Herbst machen. Jetzt ist der Punkt, den ich sagen muss, das ist für mich alles gar nicht neu. Ich habe 2009 oder 2010 habe ich mir einen Jahre-N-Sensor gekauft, sogar den aktiven, und hatte den bis einschließlich 2017 im Einsatz. Und dann kamen nachher die Dürrejahre und dann kam natürlich dazu, muss ich auch ganz ehrlich sagen, kam in den letzten Jahren die Potenzialkarte via GPS-Daten dazu und die waren brachial gut.
Das heißt, die Potenziale der Flächen wurden vernünftig erkannt und man konnte die entsprechend ausdüngen. Der Jahre-N-Sensor, die Generation, die ich noch fahre, mit dem Terminal, der konnte das nicht. Das heißt, der konnte, wenn man den Bestand gefahren ist und hat gesagt, hier will ich 7 Tonnen Weizen ernten, dann hat er jede einzelne Pflanze angeguckt und hat gesagt, ja, das reicht für 7 Tonnen, hier muss ich noch ein bisschen mehr düngen. Der hat aber nicht betrachtet, ob ich in der Zone eigentlich 10 Tonnen ernten könnte und in der Zone nur 3 Tonnen. Das ist so der Punkt, das können die inzwischen. Und ich weiß, dass das zum Beispiel der Jahre-Sensor auch inzwischen kann. Ich habe das letztes Jahr angefragt, weil ich habe nach wie vor noch den Sensor, habe letztes Jahr angefragt, weil mein Terminal ist dann auch kaputt gegangen, ob ein neues Terminal kaufen, Freischaltung, alles drum und dran. Hätten wieder einen Haufen Geld gekostet. Ich komme mit den Potenzialkarten gut zurecht, muss man ehrlich sagen. Das funktioniert ganz gut. Hätte funktioniert. Aber was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, der Service war über die Jahre nicht so der beste. Muss ich ehrlich gestehen. Man hat da oft neue Ansprechpartner gehabt und ja, da war ich halt nicht zufrieden und jetzt steht das Ding immer noch auf dem Dachboden. Deswegen bin ich ganz froh, eigentlich die neue Generation zu testen, weil ich war eigentlich immer ein begeisterter Anwender dieser Sache. Also ich habe den Jahre-N-Sensor wirklich viele, viele Jahre genutzt und gerade in Verbindung, wenn man Organik einsetzt, also Mist und Gülle, war das wirklich eine gute Sache. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel vor 2 Jahren Mist gestreut haben auf dieser Fläche, ist es immer noch möglich, dass dieser entsprechend Stickstoff freisetzt. In einem Jahr mal weniger, in einem Jahr mal mehr. Und diese Sensoren fahren halt drüber und sehen halt, oh, die Pflanzen sind aber jetzt doch besser versorgt als eigentlich gedacht. Also können wir da ein bisschen Abschläge machen oder sind halt schlechter versorgt als gedacht. Fragen Sie natürlich einige Düngeverordnung. Das Ganze ist hinsichtlich der Düngeverordnung sehr, sehr kompatibel, weil im Gesamten man doch deutlich an Dünger spart und man wird eigentlich ein bisschen effizienter und die Verteilgenauigkeit nimmt deutlich zu. Das heißt, in den Zonen, wo wir mehr ernten, düngen wir auch ein bisschen mehr und in den Zonen, wo wir weniger ernten, düngen wir auch weniger. Im Gesamten ist eigentlich zu erwarten, dass die Effizienz dann doch deutlich zunimmt. Ne? Hier haben wir, wie gesagt, wir haben jetzt auch diesen Proactive. Das ist im Prinzip das Ding, was man auch bei jeder Tageszeit fahren kann. Ne? Also der ist nicht angewiesen auf eine passive Lichtquelle. Das heißt, es muss nicht die Sonne scheinen. Das war mein persönlicher Wunsch, weil wir auch viel nachher gerade in der Ehrenbehandlung und in der anderen Behandlung beziehungsweise in der Schossergabe zum Beispiel ist es auch möglich, dass wir mal im Dunkeln fahren. Kommt öfter mal vor. Deswegen war es mein Wunsch, dass es der aktive sein muss und im Prinzip dann auch alle Freischaltungen, weil ohne Potenzialkarten macht dieser Sensor für mich keinen Sinn mehr. Ne? Weil ich habe viele Jahre das mit den Potenzialkarten durchoptimiert, sag ich mal, habe mir selber meine Potenziale und meine Bereiche ausgerechnet, händisch per Excel-Tabelle, wie viel in welcher Zone hin muss. Und ja, hier kommt im Prinzip das Ganze oder hier wird das Ganze vereinfacht und digitalisiert. Und da bin ich natürlich auch gespannt, wie das am Ende ist und wie das über das ganze Jahr sein kann und sein wird. Wir haben ein paar spannende Dinge eigentlich vor das ganze Jahr. Zum einen habe ich mir persönlich gedacht, das war meine Herangehensweise, dass wir im Getreide einen AB-Versuch machen mit Stickstoffbakterien, sodass man sagen kann, ja, der Sensor erkennt Unterschiede in den einzelnen Spuren, da ist der Stickstoffaufwand geringer, weil spätestens in der Ehrengabe muss eine Wirkung da sein. Da muss es ja quasi vorhanden sein. Das war mein persönlicher Bereich. Dann hoffe ich auch, dass das klappt, werde ich mit einem anderen Landwirtschaftsbetrieb das Ganze zusammen machen, zusätzlich. Und dieser Betrieb ist ganz am Anfang. Der hat keine Potenzialkarten, der hat eine Ertragshistorie, im Prinzip einmal Ertragskarten von einem Jahr. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie gut kriegen wir das innerhalb von kurzer Zeit umgesetzt, dass dieser Betrieb auf eine ähnliche Effizienz kommt wie ich. Ne? Also, dass wir wenigstens eine Stickstoff-Null-Bilanz hinbekommen. Ne? Das ist nicht nur gut für die Umwelt, das kostet auch unfassbar viel Geld, Dünger. Genau. Also das werden wir uns sozusagen da angucken. Da bin ich auch total gespannt, wie das vorangeht. Das werden wir bei ihm im Raps machen und auch im Getreide. Werden das einfach sehen, wie anfängerfreundlich sind die Systeme und wie gut geht es voran. Neben diesem Modus könnte man zum Beispiel auch einen Düngemodus fahren, einen normalen Streumodus. Wir haben den heute Morgen schon mal hier vorgehangen, damit die das ganze System testen können. Das heißt, wir könnten jetzt auch dem Streuer sagen, unabhängig, ob wir Potenziale hinterlegen wollen oder nicht. Dieser Streuer kann jetzt auch einfach sagen, wir möchten meinetwegen 4 Tonnen Raps hier ernten auf dieser Fläche homogen. Und dieser Streuer oder beziehungsweise dieser Sensor kann jetzt sagen, alles klar, hier wurden 100 N aufgenommen, hier 80. Und der Streuer würde nur einfach dieses Delta auffüllen, was wir haben.
Ja, meinetwegen, wir haben 40 N. Also es sind jetzt keine genau exakten rechnerischen Werte. Das sind jetzt leicht fiktive, mathematisch gerundete Zahlen. Also nagelt mich nicht drauf fest. Angenommen, wir wollen jetzt hier 4 Tonnen Raps ernten und wir brauchen dafür 200 Kilo Stickstoff. Dann würden wir N- abrechnen mit 20 Kilogramm vielleicht noch, der jetzt im Frühjahr am Boden ist. Dann würden wir jetzt hier messen können, okay, an dieser Zone sind jetzt 80 Kilogramm Stickstoff schon aufgenommen worden von der Pflanze, dann fehlen nur noch 100. An dieser Zone sind 100 Kilo Stickstoff aufgenommen worden mit N-, dann fehlen nur noch 80 Kilo. Also wir müssen diesen N-, das ist im Prinzip der mineralisierte Stickstoff, den wir schon im Boden haben. Wir haben natürlich tonnenweise Stickstoff im Boden. Aber nicht alles ist pflanzenverfügbar. Ganz viel unterliegt festen Prozessen, also ist festgelagert. Und nur ein geringer Teil wird frei. Und diesen Freisetzungsprozess nennen wir Mineralisation, weil es mineralisiert, mineralisch verfügbar ist. Es wird halt frei für die Pflanze. Und das ist einsetzbar. Und jetzt gehen wir halt im frühen Stadium hin, so wie jetzt. Jetzt ist die Vegetation gestoppt, jetzt ist Ruhe, jetzt ist Frost im Boden. Jetzt ziehen wir unsere Bodenproben und schicken das zur Analyse und bekommen dann einen Wert. Wie viel Kilogramm Stickstoff ist jetzt frei zur Verfügung? Der mineralisierte Wert. Und diesen können wir dann auch abziehen. Und dann haben wir diesen N-Wert, geben das in unserem Programm ein und können halt im Prinzip das Delta ausrechnen. Wie viel wir noch dürfen, was wir noch können, was wir noch wollen. Genau. Und hier wollen wir uns einen Schritt weiter treiben und wollen halt sagen, okay, wir haben jetzt hier die genaue Karte. Wir errechnen jetzt für jede Zone das Delta, wie viel da noch fehlt. Und wir haben noch ein kleines Videoprojekt vor. Die Idee habe ich mit dem Techniker eben während der Fahrt gehabt. Aber dazu mehr in den nächsten Folgen, weil da müssen wir erst gucken, ob das genau so funktioniert, wie wir das vorhaben. Genau. Da wollen wir ein bisschen was ausprobieren. Genau. Also ich fahre die Fläche nochmal fertig und dann hole ich euch dazu, wenn wir entsprechend die Kartierung uns angucken. Und dann müssen wir die nächsten Tage sowieso Bodenproben ziehen. Und das Farmlab kommt auch zum Einsatz, ist heute schon zum Laden angeschlossen. Dann kommen wir hier noch mal einmal her. Eigentlich wollte ich das so ein bisschen verbinden, aber will die Jungs jetzt nicht ewig warten lassen und habe mir das Farmlab jetzt nicht mitgenommen. Und auch den Messstab und zum Bodenproben ziehen. Also ich will das jetzt hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Deswegen machen wir das noch extra. So, von daher erstmal, meine Damen und Herren, wir sehen uns nachher gleich draußen und dann gucken wir uns mal an, wie die Kartierung dann aussieht. Also ich denke, wenn wir hinterher die Streukarten haben, dann werden wir es natürlich auch sehen, wie wir das Ganze abstreuen. Also wir haben hier im Prinzip das Proactive Terminal. Ist kein Isobus-Terminal. Ich weiß nicht, es ist nicht Android-basiert. Also ich habe vorhin gefragt, welche Basis es war. Aber ich glaube, ich habe es vergessen. Zu meiner Schmach. Bis jetzt sehr einfach zu bedienen. Das Ganze ist einfach nur an der Isobus-Schnittstelle hier mit dran, damit das Terminal im Prinzip später dem Streuer Bescheid sagt, wie viel er streuen muss. Und der Streuer sagt es hinterher hier diesem Terminal zurück und wir können dann die Streukarte auch hinterher auslesen. Das heißt, wir sehen dann im Prinzip, was hat der Streuer gemessen, was haben wir gestreut. Wir haben im Prinzip eine schöne Auswertung über die Pflanzen über das ganze Jahr. Genau, und das ist im Prinzip meine Standard-Bedienmaske von dem Streuer. Das Ganze ist auch kompatibel mit Nicht-Isobus-Geräten. Ich habe zum Beispiel heute hier das Terminal von meiner Spritze dabei. Wir wollen ja Wachstumsregler und wir wollen ja Fungizideinsatz auch teilflächenspezifisch fahren. Wachstumsregler habe ich auch so schon gemacht. Jetzt aber zusätzlich noch mit dem Sensor. Und also das ist auch kompatibel, wenn man kein Isobus-Gerät hat. So, genau, was noch zu sagen ist, die Jungs haben gar nicht lange für die Installation hier alles im Allen gebraucht. Also ich glaube, von Auspacken aus dem Karton bis, wir sind fertig, eine Stunde. Also die Zeitraffer ungefähr war eine Stunde, vielleicht 1,5 Stunden. Was mich aber auch ein bisschen fasziniert, um ehrlich zu sein, wir hatten heute Nacht -4 Grad, wir haben viel Sonnenschein, aber der Boden ist nicht aufgetaut. Ich hab gedacht, der taut auf, so tagsüber. Das heißt, auch durchgängig Geraste fahren ist noch nicht erlaubt, jetzt auch unter den Bedingungen. Ich hatte nämlich schon gedacht, vielleicht Ende der Woche nachmittags immer ein bisschen was fahren oder auch schon Dünger streuen. Unter diesen Bedingungen ist leider nicht erlaubt. Also das heißt, der Boden muss einheitlich durchweg aufgetaut sein. Nicht nur oberflächlich. Und jetzt ist er vielleicht 1 Zentimeter aufgetaut. Also unter den Rapspflanzen ist teilweise noch gefroren. Muss man gucken, weil ja, den Raps
Beim Raps macht man im Prinzip nichts falsch, wenn man ihn relativ früh gut versorgt. Das ist eine Pflanze, die sich sehr gut Stickstoff in der Jugendentwicklung aneignen kann oder in der frühen Entwicklung. Also die kann sich richtig vollsaugen mit Stickstoff und die braucht das auch wirklich anfangs, gerade für die Knospenentwicklung. Und der Blattapparat ist auch sehr wichtig, also korreliert ein bisschen mit dem Blattapparat. Das heißt, eine gute Stickstoffversorgung haben wir nachher auch wirklich einen zeitigen und schnellen Reinschluss und eine gute Pflanzenversorgung. Ja, den Sensor habe ich mir auch gedacht. Ich muss jetzt die Tage, ja, die nächsten Wochen auch sowieso das Getreide abstreuen. Der kann einfach mitfahren und mitlaufen und einfach mal Aufnahmen machen vom Getreide. Daten gewinnen, glaube ich, ist nie verkehrt und wir gucken uns das einfach an. Ob es am Ende cool ist, ob man die Daten verwenden kann, was das ganze System am Ende bringt. Ob ich am Ende des Jahres sage, jo, das ist wirklich ein cooles System, ist eine Bereicherung. Oder ob ich sage, ich komme mit meinen Potenzialkarten genauso weit. Ist vielleicht nicht genauso perfekt und exakt, aber vielleicht doch die wirtschaftliche Variante, weil umsonst ist das Ding hier auch nicht. Muss man sehen, wir haben ein ganzes Jahr vor uns, wird auf jeden Fall spannend. Bis gleich, bis draußen. So, da sind wir wieder. Ich habe die ganze Woche versucht, für euch eine Entminne-Beprobung zu machen von der Fläche, die wir gescannt haben. Leider war es aber durchweg, also wir haben heute Samstag, leider war es durchweg gefroren. Also bis gestern Abend habe ich es noch versucht, da für euch noch was zustande zu bekommen, damit wir es ein bisschen besser, noch besser auswerten können. Ist aber leider nicht passiert. Aber bevor wir anfangen, möchte ich euch gerne einmal zeigen, wie die Fläche, also wir gucken uns einfach mal die Fläche im Detail an, um darüber zu sprechen, wie ist die Zonenverteilung dieser Fläche und was ist zu erwarten von dem Ganzen. Also ich habe das mal für euch schon mal ein bisschen zusammengetragen. So, das ist der Desktop. Und zwar haben wir hier die Fläche. Das sind hier die 56 Hektar, knapp 57 Hektar, die wir gescannt haben. Hier unten haben wir die Aufnahme gemacht von die Videoaufnahme. So. Und wir haben im Prinzip die Fläche gescannt und im Prinzip sind das die Satellitenaufnahmen der letzten 5 Jahre übereinander gepackt nach ihrer Photosynthese-Leistungsfähigkeit, kann man im Prinzip sagen. Also da, wo Photosynthese betrieben wird, reflektiert die Pflanze oder der Boden das Licht anders als da, wo es keine gibt. Und da, wenn die Pflanzen zum Beispiel Trockenstress haben, dann betreiben sie auch keine Photosynthese mehr, ne, weil sie auch kein Wasser haben oder weniger, dann reflektieren sie das Licht auch anders. So moderne Satelliten können das im Prinzip schon heutzutage auffangen. Wie sieht das Ganze aus? Und wir können diese Kartierung oder wir können diese Sachen übereinander packen. Das machen Programme heutzutage. Das geht innerhalb von wenigen Klicks. Und dann können wir uns im Prinzip das Ganze angucken. Also dasselbe würden wir ungefähr auch herbekommen, wenn wir Ertragskarten über viele Jahre übereinander packen. Aber viele haben das ja nicht. Zum Beispiel bei mir ist die Fläche jetzt erst im 3. Jahr. Und im 2. Jahr erst komplett angebaut. Wir hatten vorher hier eine alte Grenze. Und wir haben hier noch einen Teil dazu bekommen. Hier war ein Stück Weizen nach Körnermais und hier war im Prinzip Weizen nach normalen Mais und früher gedrillt. Was man jetzt sehen kann, sind halt hier diese Zonen. Hier ist im Prinzip eine bessere Bodenverteilung, kann man auch schon so sagen. Also hier ist der Boden schon ein bisschen besser. Auch wenn man hier rüberfährt, hier sieht man so eine richtige Sandlinse. Da ist der Boden richtig weich, schwammig, sage ich jetzt erstmal. Und hier genauso. Und wenn man das Ganze dann bedrischt, sieht es so ähnlich aus. Also so sieht die Potentialkarte von der Fläche aus. Das sind die Potenziale der Fläche. Dunkelgrün heißt, da ernten wir mehr. Hellgrün heißt, da ernten wir weniger. Das hier ist so ein bisschen der Randeinfluss, den man so hat. Dann zeige ich euch jetzt mal, passend dazu die Applikationskarte. So haben wir letztes Jahr den Dünger für den Weizen gestreut. Das heißt, hier in den dunklen Zonen habe ich auch mehr gestreut und hier in den hellen Zonen habe ich dementsprechend weniger gestreut, weil man auch erwarten kann, dass es dort weniger zu ernten gibt. Wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal hier in der Aufteilung angucken, also das ist nochmal dieselbe Potenzialkarte in einem anderen Raster dargestellt. Dann sehen wir hier im Prinzip, die dunklen Flächen entspricht ungefähr 110% vom Ertrag und diese helle Fläche ist 81% von dem Ertrag. Das heißt, 30% Unterschiede haben wir in dem Ertrag. Das kommt hauptsächlich durch Bodenbeschaffenheit, nicht durch Nährstoffversorgung. Ich habe gerade auch nochmal geguckt, also die Bodenbeprobung ist alles einheitlich. Also wir haben nicht hier weniger Nährstoffe als hier. Bei uns in den Regionen ist es einfach so, dass die Böden weniger Wasser halten. Das heißt,
Da, wo Sand ist, da hält der Boden einfach weniger Wasser und ja, so kommt es zustande. Gerade Schreck gekriegt, habe gedacht, ich habe die Aufnahme nicht gestartet. So, und jetzt gucken wir uns mal tatsächlich die Erntekarte zu dem Ganzen an. Tada, das haben wir geerntet. Hier seht ihr ganz genau, das ist jetzt der Weizen dieses Jahr mit dem New Holland Mähdrescher aufgenommen, PLM Connect heißt das ganze Verfahren. Also im Prinzip brauche ich da nicht mit einem USB-Stick ran, sondern der Mähdrescher sendet automatisch an ein Portal, an das New Holland Portal die Erntekarten und die kann ich mir jetzt hier angucken und auswerten. Und was wir natürlich extrem doll sehen, sind diese Zonen. Die beiden haben wir hier wieder. Hier ist so ein Wasserloch, da ernten wir halt nichts, das ist logisch, da dreschen wir auch nicht. Die hellen Zonen hier zwischen sind immer mal ein bisschen Fahrgassen, ne? Deswegen ist es dazwischen mal immer ein bisschen heller. Hier hinten haben wir natürlich den Einfluss, da ist eine Hecke und Baumreihen, das heißt, da wird Licht und Wasser weggezogen und hier vorne Fahrgasse. Hier vorne war eine Fahrgasse und noch ein bisschen sandigerem Boden. Und dadurch, wir fahren natürlich auch am Vorgewende deutlich mehr rüber. Ne? Wir haben die Querfahrgasse und wir haben nochmal immer die Einbahn zum Reinlenken. Hier am Rand sieht man halt auch noch ein bisschen, hier so ein bisschen was. Hier war zum Beispiel Einfluss von Wild. Da war Wildschaden, genau hier so einmal durch, haben die guten Schweine gewühlt. Warum weiß ich das? Ich bin den Mähdrescher gefahren. Ich kann mich so ziemlich an jede Zone so ein bisschen erinnern. Genau, also hier hatten wir den Einfluss von Wildschaden. Und hier genauso. Also hier diese Ecke war genauso Wildschaden. Und jetzt gucken wir uns einfach nochmal an, beziehungsweise packen uns das einfach nochmal nebeneinander. So packen wir die beiden nebeneinander. Das heißt, das Ganze hier sehen wir wirklich hervorragend. Das bildet sich nahezu 1:1 so ab, auch sogar hier so ein bisschen mit der Nase rein. Diese Insel bildet sich auch 1:1 ab. Hier hinten raus ist es tatsächlich auch ein bisschen schwächer raus. Das sehen wir 1:1. Hier diese Zone sieht auch komplett identisch aus, obwohl sie hier eigentlich ein bisschen besser hätte sein müssen. Die dunkle Stelle haben wir hier auch 1:1. Hier hat es auch nicht ganz so gut performt, wie es eigentlich performen sollte. Genau, hier haben wir den Wildschaden gehabt in der Ecke, sonst wäre diese Zone noch bis hierher gelaufen. Und hier das Helle, das haben wir auch in der Kartierung auch und da haben wir es auch ein bisschen heller. Völlig normal. Also wir sehen so ziemlich, das Ganze ist sehr, sehr deckungsgleich zueinander. Das ist schon sehr, sehr passend. Und jetzt werden viele sagen, ja, das kommt auch einfach, weil du den Dünger so gestreut hast. Das kommt auch einfach dadurch, weil die Bodenzonen so verteilt sind, dass einfach schlichtweg nicht mehr Wasser da ist. Und wenn wir uns das hier sehen, dann haben wir hier in den blauen Zonen ich habe ein bisschen zu viel abgeschnitten. Moment, ich muss da einmal nochmal reingucken. So, wenn wir uns das jetzt hier nochmal angucken, dann sehen wir im Prinzip hier nochmal die Verteilung. Ja? Also das Mittel liegt hier ungefähr bei 6,5 Tonnen, 6,2 sagt er hier, 6,5 Tonnen ungefähr, da sehen wir den Peak des Berges. Maximal geht es auf 8,4 hoch, aber ihr seht hier, hauptsächlich ist es bei 8 Tonnen Verteilung, die wir da ernten. Das heißt, wir haben da ungefähr 20% mehr Ertrag. Ne? Und hier geht es halt runter. Gut, hier muss man Wildschaden auch so ein bisschen außer Acht lassen. Hier in diesen Zonen, diese extrem roten Zonen hier. Also die ganz schlechte. Aber im Prinzip hier bis 4,5 Tonnen geht es nach unten runter. Und ihr seht auch hier so gerade die Verteilung um die über 10, 15 schlechtesten Prozente geht es da von 5,5 bis 4,5 Tonnen ungefähr in dem Rahmen. Das heißt, die tatsächlichen Schwankungen sind deutlicher als das, was ich euch tatsächlich gesagt habe hier. Also das ist im Prinzip die photosynthetische Unterschiede im Gesamten. Das heißt 20% nach unten, das wären dann ungefähr 5 Tonnen Ertrag. Und hier 10% nach oben wären ungefähr 7 Tonnen Ertrag, 7 Tonnen, 7,5. Das heißt, wir haben ungefähr eine Abweichung von 25 nach oben, 25 nach unten. Das ist aber auch, man muss sagen, das hier ist im Mittel der Jahre. Das heißt, über die Jahre, wenn wir mehr Regen bekommen, gleichen sich die ganzen an. Und je trockener es wird, desto mehr kristallisieren sich diese Ertragsunterschiede raus. Und das ist im Prinzip auch das, was wir sehen. So haben wir die Nährstoffe verteilt. Also beziehungsweise ich habe hier die Nährstoffe 20% im Mittel oder 30% schwanken lassen. Das heißt 20% weniger, 10% mehr habe ich gegeben. Und genau, und so waren entsprechend die Erträge auch dazu. Wenn wir jetzt das Ganze uns betrachten und wir fahren jetzt mit diesem Scan rüber, kann man erwarten zum Beispiel, dass man diese Zonen sieht oder man sieht entgegengesetzte Zonen.
diese Zonen, beziehungsweise es ist so, dass wir im Herbst haben wir ein relativ ausgeglichenes Wetter. Das heißt, gerade dieser Herbst war feucht, gutes, wüchsiges Wetter. Und das heißt, der Raps hat sich sehr, sehr homogen entwickelt. Das heißt, diese Zonen kristallisieren sich überhaupt nicht raus im Herbst. Das heißt, theoretisch dürfen wir die gar nicht so sehen. Und dann ist noch ein so ein Punkt, den wir beachten müssen. Meistens haben wir, wenn denn hier in diesen Hochertragszonen ein bisschen weniger Stickstoff zur Verfügung, weil die wurden natürlich auch ein bisschen entsprechender gemolken, sag ich mal. Da waren die Bestände ein bisschen besser, die haben ein bisschen mehr Stickstoff verbraucht und wir haben dann auch immer in den Zonen mehr Reststroh und dieses Reststroh bindet dann auch immer ein bisschen mehr Stickstoff. Deswegen, wenn man meistens auch N-Min-Proben zieht, ist es gar nicht so verkehrt, hauptsächlich mal in die Hochertragszonen zu kommen. Da ist meist weniger N-Min vorhanden. Ja, also mineralisierter Stickstoff. Das heißt, ich habe eigentlich erwartet, wenn, muss das super homogen aussehen. Der Raps an sich auch sieht sehr, sehr homogen aus. So, jetzt gucken wir uns mal den Sensorwert an. Oder beziehungsweise jetzt gucken wir uns mal die Sensormessung an dazu. Tada. Biomasse. Endversorgung. So, fangen wir erstmal mit der Endversorgung an. Nanu, jetzt haben wir hier in der Mitte einen Balken, wenn wir jetzt hier so rauf gucken, der hat ungefähr 105% Versorgung oder ist 105% vom Sensorwert und hier in dem schlechten haben wir 97%. Das heißt, die tatsächliche Abweichung von der Endversorgung ist gar nicht wirklich groß. Wir sehen hier die Spanne, das sind Sensorwerte, das ist jetzt nicht tatsächlich N, wie viel der Bestand aufgenommen hat. Das sind Sensorwerte, das heißt, da ist kaum ein Unterschied. Das kommt nur jetzt so krass rüber, weil die Einfärbung so ist. Aber wie kommt das zustande? Ja, ganz logisch. Wir haben hier Sorten drin, wenn ihr euch erinnert. Wir haben 3 verschiedene Sorten. Und was kann man im Großen und Ganzen erkennen? Diese Sorten hier, die auf der Zone stehen, sind ein Müh-Winterhärter. Wie komme ich darauf? Im Prinzip misst der Sensor die Reflexion des Chlorophylls. Das heißt, überall, wo es besonders dunkel ist, ist mehr Chlorophyll und das Licht wird dementsprechend anders reflektiert, als in den Zonen, wo es weniger ist. Jetzt ist es aber so, wir haben nach dem Winter und die Pflanzen haben zum Teil Schäden in ihren Blattapparaten erlitten. Das heißt, der Bestand, der hier ein bisschen schlechter aussieht, der hat einfach ein bisschen kaputtere Zellen, die haben nicht mehr so viel Chlorophyll, der spiegelt das anders wider. Und im Prinzip sehen wir hier so einen kleinen Indikator für eine Winterhärte. Ne? Also welche Pflanzen sind so ein bisschen winterhärter? Hier kann ich euch sagen, das ist hier LG Adonis, das hier ist Archivar und komplett hier außenrum ist Ambassador. Der sieht jetzt sehr hell aus, aber die Unterschiede, seht ihr selber, sind marginal. Also die sind per Auge nicht erkennbar. Wir waren auch nochmal einen Tag später, nachdem ich die Karte gesehen habe, war ich nochmal zu Fuß drüber, auch in der Insta-Story gezeigt. Und diese Unterschiede sind so marginal, die sind fürs Auge nicht sichtbar. Wenn wir uns auch das mit der Biomasse ansehen, ist es schon ein bisschen ausgeglichener. Und da haben wir auch wieder diese Zone drin. Und diese Zone, hier diese dunkle Zone kristallisiert sich auch schon etwas raus. Diese dunkle Zone kristallisiert sich auch schon etwas raus. Aber das ist im Prinzip, hauptsächlich sehen wir fast noch wieder einen Zusammenhang hier genau mit den beiden Sorten, die im Prinzip nicht ganz so krass runtergefroren sind, sie vielleicht sich Mühe besser entwickelt haben nach dem Winter. Und deswegen muss man einfach sagen, kann man diese Karte nicht jetzt zum Streuen heranziehen. Das war einfach ein Versuch, können wir im Prinzip mit dem Sensor jetzt im Frühjahr das Ganze noch ausprobieren, weil wir so spät zusammengefunden haben. Vor 2 Wochen sah der Bestand nochmal deutlich anders aus. Da war der wirklich noch rein geschlossen. Jetzt hatten wir aber wirklich ein paar Tage mehr Frost bis -7, -8 Grad Kahlfrost. Das heißt, die Bestände gehen runter. 1, 2 Zellen gehen kaputt. Und das heißt, diese Werte sehen dann komplett anders aus. Jetzt könnte man natürlich auch noch sagen, jetzt müssen wir mal gucken, wo ich das finde. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, das liegt an deiner Bearbeitungsweise. So, wenn wir uns das jetzt mal angucken, das hier sind unsere Fahrgassen. Genau so bin ich gefahren und genau so fahren wir. Genauso streuen wir Dünger, genauso sind wir letztes Jahr Geraste gefahren. So haben wir gedroschen und so schräg, was man hier dazu sieht, so schräg haben wir gelegt. Wir legen ja immer schräg alles zur Fahrgassenrichtung und da sieht man einfach, dass es sich nicht gleicht, dass es schräg dazu ist. Aber genauso schräg wie das hier ist, sind die Aussaatkarten gewesen. Also sind die Karten gewesen von dem
beziehungsweise die GPS-Koordinaten. Also wir sind schräg zur Fahrgasse gefahren. Das heißt, wir können hier eine unterschiedliche Bearbeitungsvariante ausschließen, dass wir links einfach anders gearbeitet haben als rechts. Links mehr, rechts weniger, weil es gar nicht unsere typischen Fahrspuren entsprechen würde. Genau, das ist einfach der Punkt, den ich euch zeigen wollte. Deswegen können wir das jetzt einfach nicht heranziehen für die erste Gabe. Jetzt ist aber meine Variante, ist ganz simpel. Ich streue nach dieser Karte, was auch Sinn macht. Also in diesen Zonen kommt mehr Dünger rein als in den anderen Zonen. Da ist auch zu erwarten weniger N-Min. Das werde ich jetzt alles nochmal die Tage durchbeproben. Da ist zu erwarten, dass dort weniger N-Min ist, dass die Bestände sich auch besser entwickeln. Ungefähr 40% werde ich in der ersten Gabe geben, 40 bis 50%. Und in der zweiten werden wir dann nochmal mit dem Sensor fahren. Dann können wir nochmal die Biomasse heranziehen, die Stickstoffversorgung von dem Sensor und dann können wir sozusagen die Parallele daran aufdrücken. Also das Ganze wird dann wie folgt sein. Diese Potentialkarte beziehungsweise die Karte, die ich euch eben hier gezeigt habe, die werden wir dann heranziehen. Also die werde ich dann hinterlegen, genauso mit diesen ertragsunterschiedlichen Daten. Man könnte es natürlich jetzt ein bisschen nach oben oder nach unten anpassen. Würde ich jetzt aber erstmal nicht machen. Das heißt, die hinterlegen wir dem Sensor und wenn wir jetzt über diese Zone fahren, dann weiß der Sensor, beziehungsweise wir sagen ihm dann, okay, wir haben jetzt so viel schon gestreut. Der sieht dann, wie viel Biomasse vorhanden ist und wie gesättigt die Pflanze ist. Und wenn wir dem dann sagen, wir haben hier in der Hochertragszone, ernten wir unsere 5 Tonnen Raps, dann weiß der, alles klar, ich brauche noch so und so viel Stickstoff für 5 Tonnen Raps. Und wenn wir ihm hier sagen, wir ernten hier 2,8 Tonnen Raps oder 3 Tonnen Raps, dann weiß der, alles klar, hier ernte ich so viel. So, und wer jetzt sagt, 5 Tonnen Raps ist total Quatsch auf der Hochertragszone, hier ist der Raps vom letzten Jahr. Hier sehen wir, bis 6,5 Tonnen geht es hier hoch in einzelnen Spuren. Und im Mittel haben wir hier 4,5 Tonnen. Die Fläche hat 4,2 Tonnen auf dem Hektar gebracht. 4,2 Tonnen auf dem Hektar und ihr seht, bis 6,5 Tonnen geht es hoch. Es geht aber auch bis 2,5 Tonnen hier runter auf eine extrem Sandzunge. Genauso haben wir entsprechend dazu Dünger gestreut. Das war hier Raps nach Ackergras. Genau. Diese Spuren wären natürlich interessant, wenn wir uns das dazu nochmal angucken. Die Humusverteilung ist es aber so, dass es hier einen extrem guten Humusgehalt gibt von über 3%. Das ist für meine Böden sehr, sehr gut. Hier der helle Streifen ist verrückterweise, aber es ist wirklich so. Und hier war es auch so, das ist eigentlich total krass. Wir haben Probedrusch gemacht. 2 Wochen bevor wir den Raps gedroschen haben, haben wir einen Probedrusch gemacht. Und dann bin ich, wie ihr seht, bin ich hier runtergefahren, bin hier an der Seite gefahren, bin hier hochgefahren und hier zurückgefahren. Und was lernen wir daraus? Der Raps war noch nicht reif. Wir haben unfassbar viele Verluste bei diesem Probedrusch gehabt. Es ist einfach so, dass man einfach beachten muss, die unteren Schotenschichten im Raps machen unheimlich viel Ertrag aus. Und nur weil der Raps 9% in der Feuchtigkeit schafft, heißt es nicht, dass er reif ist. Das heißt, wir sind hier durchgefahren, wir haben Probe gezogen, er hatte 9%, aber wir haben einfach zu viele grüne Schoten im Korntank gefunden. Wir haben auf dem Acker grüne Schoten gefunden und das hat uns einfach gezeigt, nein, der ist noch nicht reif. Danach haben wir ganz entspannt Weizen gedroschen, haben dann noch eine Woche, glaube ich, gewartet und haben dann den hier gedroschen und dann seht ihr mal, was das für einen ertraglichen Unterschied ist. Wir waren vorher hier ungefähr bei 3 bis 4 Tonnen und am Ende direkt daneben fahren wir dann irgendwo nachher über 4 Tonnen rein. Gut, kleine Theoriestunde. Ich glaube, das ist auch auf jeden Fall so mal ganz interessant zu sehen. Schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr noch mal gerne sehen wollt, was ihr gerne verfolgen wollt. Ich habe mir speziell vorgenommen für dieses Jahr, wir machen diesen Teil ein bisschen intensiver. Die ganze Düngesachen machen wir ein bisschen intensiver. Ich will die Einblicke ein bisschen tiefer geben in das, wie ich mich entscheide, wie ich dünge und wie ich nicht dünge. Wir können ja nochmal den Raps parallel angucken. So. Das ist Raps nach Weizen, ohne Bodenbearbeitung quasi, nur Strip-Till und dann im Frühjahr mit Stickstoff gedüngt. Und das Verrückte ist, ich müsste jetzt nochmal in die Bilanz gucken, ich glaube, der hat minus 30 oder minus 40 N. Das heißt, ich habe den noch nicht mal so viel gedüngt, wie er theoretisch hätte gedurft.
Was ihr einfach so seht, hier die Verteilung geht wieder bis 6,1 Tonnen, bis 5,6 Tonnen. 3,1 hat er letztendlich hier gebracht. Wir haben hier am Rand etwas verloren, muss man einfach sagen. Da haben wir ein bisschen Schneckenfraß im Herbst gehabt. Wir haben hier eine extreme Sandzunge und was ihr natürlich seht, ist hier eine wahnsinnig sehr, sehr ausgeprägte Sandzunge. Hier habe ich im Mittel nicht mehr als 100 N gegeben, organisch plus mineralisch. Und den Hauptstickstoff habe ich in diesen Zonen verteilt und in diesen Zonen. Ein Punkt ist auch noch so, diese Zone hätte besser performen müssen, weil das ist so eine der höchsten Ertragszonen. Aber nun gut, das hat man nicht in jedem Jahr. Aber ihr seht, auch hier 4 Tonnen und so ist alles hier im Mittel möglich. Und deswegen macht es eigentlich auch Sinn, das Ganze richtig zu verteilen. So, genau. Aber diesen Part wollte ich dieses Jahr ein bisschen mehr machen, zusätzlich jetzt mit dem Sensor natürlich alles Ganze ein bisschen mehr verfolgen. Ich will häufiger rüberfahren und ein bisschen mehr Werte für euch abgreifen. Genau, parallel wollte ich jetzt euch eigentlich mit dem Farmlab noch zeigen, wie die N-Min-Verteilung auf der Rapsfläche ist. Aber gut, das reiche ich euch nächste Woche nach, im nächsten Video. Nächste Woche ist gutes Wetter angesagt. Dann machen wir uns erstmal an der Bodenbeprobung. Und dann geht das Düngerstreuen und Gerastefane jetzt auch bald wieder los. Ich habe Bock. Langsam kommt es echt. Ich habe echt wieder Spaß und Bock. Freue mich richtig. Gut, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören ist ja nicht, fürs Zuschauen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.